Moi ja tervetuloa! Ich bin Elisa und heute machen wir eine cremige und leichte Zucchini-Suppe aus Finnland, Kesäkurpitsakeitto. Es ist super einfach und schnell gemacht und perfekt als leichtes Essen. Los geht's! Für die cremige Zucchini-Suppe brauchst du 3 Zucchinis oder ungefähr 1 Kilo Zucchinis, dann 2 Kartoffeln, eine Knoblauchzehe, eine Zwiebel, 400 Milliliter Kokosmilch, etwas Wasser nach Bedarf und Salz und Pfeffer zum Würzen. Also in Finnland verwenden wir ganz gerne ganz simple Gewürze. Dadurch hat man dann mehr Geschmack von den Hauptzutaten, in dem Fall von Zucchini. Und ich persönlich mag dann, nachdem der Gericht fertig ist, auch mit irgendetwas garnieren, das dann etwas mehr Geschmack gibt. Und als erstes werden wir die Zwiebel und den Knoblauch ganz fein hacken. Während du den Zwiebel und Knoblauch hackst, kannst du auch den Topf schon auf den Herd stellen und bei mittlerer Hitze erhitzen. Dann, wenn die Pfanne warm geworden ist, den Pfannenboden schön mit Olivenöl bedecken und den Zwiebeln mit Knoblauch dazugeben. Und während die Zwiebeln angebraten werden, noch die Kartoffeln schälen und ganz klein würfeln. Normalerweise verwendet man eigentlich für diesen Rezept keine Kartoffeln, also wenn du magst, kannst du diese Suppe auch ganz ohne Kartoffeln machen. Ich verwende gerne die 2 Kartoffeln, weil ich finde, dass dadurch die Suppe noch cremiger wird. Dann, wenn die Zwiebeln so eine leichte Farbe haben, kannst du auch die Kartoffeln dazugeben. Und dann noch kurz umrühren, Deckel zumachen und 10 Minuten köcheln lassen. In dieser Zeit werden wir noch die Zucchinis vorbereiten, also die Zucchinis auch klein würfeln. Diese Suppe wurde zu meiner Schulzeit in Finnland ganz oft zum Mittagessen serviert und damals hat sie mir überhaupt nicht geschmeckt. Mittlerweile liebe ich solche Cremesuppen und ganz besonders, wenn man dafür eigene Zucchinis aus dem Garten verwenden kann. Nach 10 Minuten kannst du auch die Zucchini dazugeben. Dann kurz vermischen, den Deckel zumachen und so lange kochen, bis die Zucchini ganz weich wird und natürlich die Kartoffeln auch. Nach ungefähr 20 bis 30 Minuten sollen die Gemüse schön weich sein. Dann kannst du den Topf vom Herd nehmen und natürlich könnte man die Gemüse auch einfach mit Wasser direkt kochen, dann geht das Ganze viel schneller, aber ich finde, so hat man viel mehr Geschmack, wenn man die Gemüse einfach in eigenem Saft sozusagen kochen lässt. Und erst jetzt werde ich dann würzen und die Flüssigkeit dazugeben. Salz und Pfeffer nach Geschmack, aber natürlich, wenn du magst, kannst du auch andere Gewürze dazugeben.
So, ich gebe einen Teelöffel Salz und etwa einen halben Teelöffel Pfeffer dazu. Kurz vermischen. Und jetzt könntest du das Ganze entweder in einem Mixer, wie ich das gleich mache, oder mit einem Stabmixer pürieren. Und so die Gemüse in den Mixer geben. Und an Flüssigkeit gebe ich jetzt nur noch den Kokosmilch dazu. Danach kann man dann schauen, wenn es noch mehr braucht, dann kann man entweder Gemüsebrühe oder einfach etwas Wasser dazu geben. So lange pürieren, bis es schön cremig wird, und wenn dich diese kleinen Stückchen stören, dann kannst du auch so lange pürieren, bis die weg sind. Mich stört das nicht. Und jetzt dann den ganzen Inhalt wieder in den Topf geben. Es sieht super lecker aus, richtig cremig. Also für mich ist die Suppe perfekt so, es ist richtig cremig und flüssig genug, braucht keine extra Flüssigkeit. Und jetzt wäre ich die Suppe, also es ist ganz heiß wegen den Gemüsen, ist auch das Kokosnussmilch warm geworden. Also ich werde es jetzt nicht nochmal erhitzen, sondern einfach hier zur Seite stehen lassen, etwa 10 bis 15 Minuten, und in dieser Zeit werde ich noch was Grünes klein hacken. Ich mag gerne Koriander zum Garnieren nehmen, aber du könntest auch Petersilie oder auch Dill anstatt nehmen. So, und dann kann man auch schon mal die Suppe servieren. Also ich habe auch ein paar Kleinigkeiten fürs Garnieren geholt. Und die Farbe von der Suppe ist so wunderschön geworden. Und der ist richtig cremig, also schaut euch das an. Super cremig geworden. Und ich serviere die Suppe gerne mit etwas Koriander. Und dann auch etwas Chiliflocken, darf bei mir nicht fehlen. Ist jetzt nicht unbedingt traditionell finnisch, aber schmeckt lecker und gibt auch schöne Farbe. Und zum Schluss etwas Sesamsamen. So serviere ich gerne meine Kesäkurpizza-Kette, aber natürlich, du kannst auch das, was dir schmeckt, dazugeben. Und wenn du irgendwas nicht magst, also wenn du es scharf nicht magst, dann musst du kein Chili dazugeben. Wenn du cremige Suppen magst, dann kann ich dir diese finnische Zucchini-Suppe ganz herzlich empfehlen. Teste es mal aus. Ich bin mir sicher, dass es dir auch schmecken wird. Moikka und bis zum nächsten Mal.